Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute zeige ich dir, wie du die Ohren und Hörner für deinen Nachtschatten-Amigurumi häkeln musst. Und nicht wundern, ich bin etwas erkältet, darum klingt meine Stimme heute vielleicht etwas anders als normal. Los geht's mit den Ohren und dazu machst du einen magischen Ring. Wenn du das nochmal genauer sehen möchtest, wie man diesen magischen Ring ohne Häkelnadel macht, kannst du dazu mein entsprechendes Video angucken. Du kannst natürlich auch jede andere Technik nutzen, um den magischen Ring fertigzustellen. Dann häkelst du 6 feste Maschen in deinen magischen Ring. Und wenn du das hast, ziehst du den Ring ordentlich fest, sodass sich die Runde schließt. In der zweiten Runde verdoppelst du jede dritte feste Masche, also du fängst an mit 2 festen Maschen, dann kommt eine Verdoppelung, dann nochmal 2 feste Maschen und dann noch eine Verdoppelung, sodass du am Ende der Runde auf 8 feste Maschen insgesamt kommst. In der nächsten Runde verdoppelst du jede vierte feste Masche, das heißt, du beginnst die Runde mit 3 einfachen festen Maschen, häkelst dann 2 feste Maschen in die vierte Masche und wiederholst das Ganze noch einmal, also wieder 3 feste Maschen und am Ende noch einmal eine Verdoppelung, sodass du dann auf 10 feste Maschen in dieser Runde kommst. In der nächsten Runde verdoppelst du dann jede fünfte feste Masche, also du beginnst mit 4 festen Maschen, dann kommt eine Verdoppelung. Und das Ganze machst du dann nochmal, also wieder 4 feste Maschen und in die letzte Masche dieser Runde auch wieder 2 feste Maschen, sodass du dann auf 12 feste Maschen insgesamt kommst. In der nächsten Runde folgst du dem gleichen Muster, also immer an der Stirnseite und am Ende der Runde eine Masche verdoppeln. In dieser Runde bedeutet das, dass du jede 6. Masche verdoppelst, also fängst an mit 5 festen Maschen. In die 6. kommen dann 2 feste Maschen, dann wieder 5 feste Maschen und in die letzte auch wieder 2, sodass du am Ende auf 14 Maschen insgesamt kommst. In der nächsten Runde verdoppelst du dann jede 7. feste Masche, also du beginnst mit 6 festen Maschen, dann kommen 2 feste Maschen in die 7. Masche, dann wieder 6 feste Maschen und auch wieder 2 feste Maschen in die letzte Masche, sodass du am Ende dieser Runde bei 16 festen Maschen landest. Und es folgt noch eine letzte Runde mit diesem Muster, in der verdoppelst du jede 8. feste Masche, also du beginnst mit 7 festen Maschen, dann kommen 2 feste Maschen in die 8. Masche, dann wieder 7 feste Maschen und am Ende auch nochmal 2 feste Maschen in die letzte Masche, sodass du dann auf 18 Maschen in deiner Runde kommst. Dann folgen 8 einfache Runden mit nur festen Maschen, also 8 mal 18 feste Maschen häkeln. Und wenn du die 8 Reihen fertig gehäkelt hast, musst du natürlich das andere Ohr noch genauso machen. Dann geht es ans Annähen. Die Ohren sind in dieser Anleitung das Einzige, was angenäht wird. Und dazu gehst du von der seitlichen Nasenspitze nach hinten 19 Reihen. Zwischen Reihe 19 und Reihe 20 werden die Ohren angenäht. Hier kannst du noch mal kurz gucken, ob das auch auf einer Höhe ist mit der Nase, also der äußeren Nasenspitze. Und von da aus nähst du die Ohren dann sehr schön fest an, indem du immer um die Maschen des Kopfes rumgehst, dann in die Masche hier unten am Ohr rein, hier an beide Maschenschlaufen, natürlich darauf achten, dass sich nichts vertüdelt, dann wieder in das gleiche Loch einstecken, aus dem der Faden rausgekommen ist, um die Masche rumführen und dann von da aus in die nächste Masche vom Ohr reingehen. Zwischendurch kannst du noch mal gucken, ob dir die Stelle auch gut gefällt, wo das Ohr sitzt. Genau, und so gehst du dann einmal ganz rum, immer vom Kopf in die Masche vom Ohr rein und wieder zurück. Und an den Seiten wechselst du dann einmal die Runde, also dass du einmal von der Runde 19 zur Runde 20 gehst und dann die hintere Seite vom Ohr in der Runde 20 annähst. Und es kommt
darauf an, dass du immer schön festziehst zwischendurch, damit man das nicht so sieht. Hier sieht man jetzt gerade, wie ich die Runden wechsle. Da ziehst du das Ohr so ein bisschen nach außen und gehst dann in die nächste Runde über und dann geht es genauso weiter wie auf der Vorderseite. Dass ich nur die Ohren in dieser Anleitung annähe, hängt damit zusammen, dass ich möchte, dass man dieses Amigurumi auch als Spielzeug häkeln kann. Und die Ohren sind so groß, dass sie nicht als verschluckbare Kleinteile gelten. Alle anderen Teile werden direkt an den Körper angehäkelt. Das ist fester als jede Naht, die man machen könnte. Also da kann dann nichts auseinanderreißen. Das ist dann richtig ordentlich fest. Und wenn du hier rum bist um dein Ohr, so wie ich jetzt gleich, ziehst du auch wieder die letzte Masche so ein bisschen an die Seite. Gehst dann wieder nach vorne, knotest das da fest, machst da also einen Knoten einfach um irgendeine Maschenschlaufe herum. Und dann kannst du den Faden irgendwo im Kopf verstecken und abschneiden. Und dann musst du natürlich das andere Ohr noch anhäkeln. Das sollte ungefähr auf der Höhe der anderen Nasenspitze sein. Dazwischen sollten ungefähr 5 Maschen Platz sein. Also 5 Maschen sollten frei bleiben. Und dann nähst du das andere Ohr genauso an. Wir kommen zu den Hörnern. Das ist das erste Teil, das hier direkt angehäkelt wird. Geh bitte 5 Runden nach vorne von der Mitte des Ohres aus und dann eine Masche weiter Richtung Mitte und dann zählst du 6 Maschen zurück und an dieser Stelle machst du dann den Faden einmal neu an. Ich mache das immer mit einer Luftmasche und dann ist der Faden erstmal fixiert und dann gehst du um die Maschen des Kopfes rum mit der Nadel, also stichst hier in dieses Loch ein, dann um die Masche rum, holst den Faden durch und machst deine feste Masche ganz normal fertig. Das machst du 5 Mal und hast damit dann 5 feste Maschen in diese Richtung direkt an den Kopf gehäkelt. Nach diesen 5 Maschen in diese Richtung drehst du deine Arbeit um 180 Grad, so einmal ganz rum und häkelst dann in die andere Richtung zurück und zwar in die gleichen Maschen, die du vorher auch behäkelt hast. Also gehst einfach wieder in die gleichen Löcher rein und häkelst zurück. Die einzige, die ein bisschen friemelig ist, ist diese hier, weil sich das da so dreht. Und dann geht es weiter immer in die gleichen Löcher, die du vorher auch benutzt hast auf dem Hinweg. Und dann häkelst du 5 Maschen auch zurück, sodass du am Ende 10 Maschen in einer sehr, sehr flachen Runde hast. Jetzt kommt ein kleiner Tipp, damit er mich nicht stört, hole ich immer den Anfangsfaden hier irgendwo in eine Masche in der Nähe. Damit ist er dir aus dem Weg. Und dann geht es weiter mit dem Horn. Es folgen jetzt erstmal 2 einfache Runden mit jeweils 10 festen Maschen. Die erste Masche, wie du hier siehst, ist immer ein bisschen schwieriger zu bekommen. Deswegen lasse ich meine Schlaufe da sehr lang und ziehe sie erst nach, wenn die Nadel richtig in der ersten Masche drin ist. Mache dann meine erste feste Masche und dann geht es weiter mit 9 weiteren Maschen in dieser Runde und dann noch eine zweite Runde mit 10 einfachen festen Maschen. Und dabei solltest du natürlich darauf achten, oder das ist das Einzige, was hier vielleicht so ein bisschen schwierig ist, dass du immer nur in die Maschen häkelst, die auch behäkelt werden sollen und nicht aus Versehen einmal ganz durchstichst, so wie ich dir das hier zeige, dass du die hinteren Maschen quasi mit hast oder nur eine Schlaufe der hinteren Maschen mit. Dann häkelst du das so komisch zusammen und dann wird es nachher schwierig. Genau, und dann also 2 ganz einfache Runden in dieser Art häkeln. In der nächsten Runde beginnen die Abnahmen, da wir wollen, dass das Horn sich jetzt ein bisschen nach innen wölbt. Dazu arbeiten wir die ersten beiden Maschen zusammen. Ich mache das gerne mit der unsichtbaren Abnahmetechnik. Du kannst aber auch jede andere Technik nutzen, also erst eine Abnahme arbeiten
und dann den Rest der Maschen ganz normal mit festen Maschen behäkeln. Das heißt, in dieser Runde häkelst du noch 8 einfache feste Maschen. Die nächste Runde funktioniert genauso. Wir arbeiten eine Abnahme. Wenn du eine unsichtbare Abnahme machst, bedeutet das, dass das so ein bisschen schwierig ist, hier vorne in die erste Maschenschlaufe zu gehen, in die vordere. Dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche, Faden durchholen, Faden nochmal durchholen. Und dann musst du noch 7 feste Maschen, 7 einfache feste Maschen häkeln und hast dann insgesamt noch 8 Maschen in deiner Runde. Und das Ganze machen wir nochmal, also die ersten beiden Maschen zusammen häkeln oder eine unsichtbare Abnahme machen, ganz wie es dir gefällt. Und dann häkelst du noch 6 weitere feste Maschen, sodass du am Ende deiner Runde auf 7 feste Maschen kommst. Und du wirst dann auch sehen, dass sich das Horn jetzt schon richtig so ein bisschen nach innen wölbt, so wie es auch am Ende sein soll. In der nächsten Runde häkeln wir 3 Abnahmen, 3 mal 2 Maschen zusammen häkeln. Das ergibt 6. Und natürlich hast du vollkommen recht, wenn dir aufgefallen ist, dass das nicht die ganze Runde ausfüllt. Also eine Masche in dieser Runde lassen wir unbearbeitet. Wir häkeln nur 3 mal 2 Maschen zusammen, haben dann am Ende unserer Runde noch 4 feste Maschen übrig. Dann werden die Fäden noch flugs vernäht. Das mache ich genauso, wie ich es dir auch schon im ersten Teil dieser Anleitung gezeigt habe. Also ich gehe die vorderen Schlaufen aller bis auf einer Maschen. Dann ziehe ich ordentlich fest, also hier in diesem Fall in die ersten 3 Maschen. Dann nutze ich die 4., um den Faden zu verknoten. Achte dabei darauf, dass der Knoten schön eng am Horn dran sitzt. Und dann vernähe ich das Ganze in diesem Falle in die Mitte. Also ich gehe ein bisschen weiter in die Mitte rein, damit ich das Horn noch so ein bisschen ziehen kann und dass es sich noch so ein bisschen mehr in die Mitte wölbt. So in etwa. Dann kannst du den Faden abschneiden und dann musst du natürlich noch deinen Anfangsfaden vernähen. Den kannst du hier einfach an der Seite mit der Nadel, wie du es gleich sehen wirst, da, einfach wieder rausholen. Und dann holst du ihn dir auf die Nadel, verknotest ihn mit dem anderen Teil des Anfangsfadens, also da, wo du am Anfang deine Luftmasche gemacht hast, kommt jetzt ein kleiner Knoten ran. Achtest dabei auch wieder darauf, dass der Knoten schön eng am Amigurumi sitzt, also schön eng am Kopf. Und dann versteckst du den Faden einfach irgendwo im Kopf und kannst ihn dann auch abschneiden. Das linke Horn beginnst du 2 feste Maschen weiter links, dann zählst du 6 weitere feste Maschen nach links, damit du auch wieder an der Außenkante beginnst und das Muster gleich ist. Da machst du dann deinen Faden neu an, also insgesamt kannst du auch einfach 8 Maschen abzählen vom rechten Ohr. Machst dann da deine Luftmasche und dann wie auf der anderen Seite auch direkt an den Kopf gehäkelt, 5 feste Maschen in Richtung Mitte, also immer einfach um die Maschen des Kopfes herum arbeiten. Fünfmal in diese Richtung, bis dann noch 2 Maschen unbearbeitet bleiben zum anderen Horn. Dann drehst du das Ganze um 180 Grad und häkelst auch wieder in die gleichen Maschen zurück, sodass du dann am Ende wieder deine 10 festen Maschen in der Anfangsrunde hast. Und wenn du das hast, würde ich auch wieder empfehlen, den Anfangsfaden erstmal irgendwo in eine Masche in der Nähe zu ziehen, damit er dich nicht weiter beim Häkeln stört.
Der Rest des Horns wird haargenau so gehäkelt wie auf der anderen Seite. Also wir beginnen mit 2 Runden mit einfachen festen Maschen und machen dann 3 Runden, in denen jeweils die ersten beiden Maschen zusammengehäkelt werden. Und am Ende häkeln wir nochmal 3 mal 2 Maschen zusammen. Wenn du das nochmal nachlesen möchtest, kannst du das in der schriftlichen Anleitung auf meinem Blog tun. Und dann natürlich nicht vergessen, am Ende alle Fäden schön fest zu vernähen. Und dann sollte dein Amigurumi-Kopf in etwa so aussehen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal hier wiederzusehen, wenn ich euch zeige, wie ihr die seitlichen Finnen am Kopf anhäkelt. Bis dann!